Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und was ist denn da los? Was ist das denn für eine komische Ansicht hier? Ja, ich kann euch verraten, wir sind auf dem Speed-Server 17 drauf. Das ist der allererste Speed-Server, der erschienen ist, von 2017 halt. Ne? Es gibt ja auch schon die Nummer wieder so. Ne? Und es ist halt, ja... Ich sag mal so, es ist halt schon öffentlich geworden, was uns auf dem neuen Speed-Server, der ja am 29. startet, das Ganze wurde ja auch schon angekündigt, ne, über die Taverne, ne, im Tavernen-Discord wurde schon angekündigt, dass der Server ja am 29. um 16 Uhr starten wird, und da könnt ihr euch auch darauf einstellen, dass ich an diesem Tag auch, live dabei sein werde. Das heißt, wir werden an dem Tag zum Serverstart hier auch natürlich Livestream. Die Zeit habe ich zum Glück, ja, und werden da auch dann schon um 14 Uhr anfangen. Das könnt ihr euch dann schon mal merken. Da gibt es dann einen Livestream zu, ne? Und ja, was ist jetzt hier los? Warum bin ich hier? Ne? Also, ja, es scheint so, als ob auf dem alten Speed-Server momentan die Updates draufgespielt werden zum Testen oder was weiß ich, für den neuen kommenden Speed-Server. Ne? Und das Ganze ist auch öffentlich geworden, auch wieder über den Tavernen-Discord. Ne? Da wurde das Ganze, quasi öffentlich gemacht, und dadurch haben wir hier jetzt auch schon die Einblicke, die uns erwarten werden, auch die kommenden Events und was alles auf dem Server stattfinden wird, was für eine Events es geben wird, und das Ganze wollte ich euch hier mitteilen, da das Ganze ja schon öffentlich ist und für alle einsehbar ist. Davon aber nicht alle mitkriegen werden, wenn man darauf nicht öffentlich hinweisen würde, fände ich das nur als unfair den Leuten gegenüber, die das schon wissen und das vielleicht für sich als ihren Vorteil nutzen, um sich schon besser auf den Server vorzubereiten, da die ja auch wissen, was für Events auf diesem Server stattfinden. Deswegen werde ich euch das Ganze jetzt auch hier im Video zeigen, damit auch jeder da mitbekommt, was auf dem Server abgehen wird, um sich dann auch besser da vorzubereiten, weil das Ganze wird ein sehr verschwitzter, kompetitiver Server werden, der, wo es wahrscheinlich sehr, sehr viel Geldverbrennerei geht, und die Leute werden, denke ich mal, das wird wahrscheinlich der krasseste Server, was so die Pilzverbrennung angeht, überhaupt so. Und da werden Leute, das sehe ich jetzt schon kommen, da werden Leute natürlich auch emotional, da werden Leute salty, da wird sich gerangelt. Das ist, wenn es halt so, wenn es um sowas geht, wie Avatare zu gewinnen, und da sehr, sehr viel Geld im Spiel ist, dann kann es sehr, sehr schnell sehr, sehr ausarten, und deswegen... gleiche Berechtigung für alle. Ich zeige euch den Server schon, da man schon sehen kann auf dem alten Server. Ihr könnt alle selbst auf den alten Server auch gehen und gucken, was da abgeht. Also das ist jetzt nichts, wo ich jetzt nur drauf komme oder so. Ne? Und wir haben hier auf jeden Fall, erstmal sehen wir hier eine coole Stadtansicht. Ne? Das ist sehr, sehr cool. Wir sehen hier so eine Rennbahn, so eine Laufstrecke, die hier rein animiert worden ist, mit hier so einer Schnecke oder sowas, ja, die gerade durch die Ziellinie kommt. Alles so ein bisschen auf Geschwindigkeit getrimmt. Das Ganze gibt es auch in der Tagansicht, aber ich bin ja immer ein Nachtmensch, das wisst ihr ja. Ne? Und so sieht das Ganze tagsüber aus hier. Sehr, sehr cool designt, finde ich. Und tagsüber sieht das Ganze sogar noch ein bisschen besser aus, weil ich finde, hier sieht man den Kontrast der Rennstrecke halt richtig tagsüber. Nachts sieht man das eher weniger so. Ne? Also ist halt ein bisschen weniger auffällig als tagsüber. Ne? Genau, so sieht das Ganze aus, und jetzt werden wir mal in die Taverne schauen und gucken, was der Wirt für Aufgaben für uns bereit hat. Ja, also das ist echt sehr, sehr cool gemacht, muss ich sagen. Das sieht sehr, also man sieht auf jeden Fall, es ist ein Event. Es ist ein Event-Server, so, ne? Das ist schon sehr cool gemacht. Hier mit dem Hütchenspieler, der Stadtwache hier. Ne? Und hier haben wir jetzt den Wirt, und der wird uns verraten, was denn für Events auf dem Server hier nun stattfinden. Ne? So, hier haben wir jetzt ein Symbol, ja, für den Speed-Server. Klicken für mehr Infos, und dann gucken wir mal, was es hier auf dem Server so geben wird. Also man kann davon ausgehen, dass auch beim kommenden Server jetzt auch diese Events
erscheinen werden, da das Ganze jetzt hier schon so ein bisschen aufgespielt wird. Ne? Und ja, gucken wir einfach mal. Speed-Server, doppelt so schnelle Abenteuer. Ja, also die Zeit wurde verringert hier natürlich, also es wird natürlich alles verringert so, ne? Außer halt Gold und XP, das wird halt, ja, das ist ja klar, ne? Halbierte Wartezeiten nach dem Kämpfen, okay, auch interessant, ja. Halbierte Gebäudeausbauzeiten, das ist sehr, sehr interessant, weil die Leute, die hier wirklich es wissen wollen auf dem Server und halt wirklich für die 20 Avatar-Bilder spielen, die kommen natürlich auch nicht drum rum, in der Festung richtig fett reinzuskippen und da ja, die Gebäude auszubauen und ja, durchzupilzen, ne, um halt oben an der Spitze mitspielen zu können. Ja, das Ganze kostet dann nur noch, in Anführungszeichen, halb so viel, weil die Gebäude auch natürlich, die Gebäudeausbauzeit verringert ist. Ne? Und auch an alle anderen Leute, die hier jetzt auf dem Server, ja, weiß ich nicht, vielleicht mitspielen wollen, aber jetzt nicht gewillt sind oder so, da in die Top 50 zu kommen, weil das ist wirklich sehr, sehr schwer und mit wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld verbunden. Ja, also wenn ihr das nicht wirklich wollt oder das nötige Kleingeld dafür habt, dann rate ich euch davon ab, wirklich da oben mitzuspielen, weil es da wirklich, ja, es wird halt eskalieren. So, ne? Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Das wird richtig, richtig heftig. Ne? Und wenn euer Geldbeutel das nicht hergibt, sag ich mal, im vierstelligen Euro-Bereich, ja, hier mitspielen zu können auf dem Server, der nach einem Monat wieder geschlossen wird, der halt nur für die Bilder da ist, dann lasst das sein. Ja, ihr könnt natürlich hier Pilze aufladen, man kann aber auch das ganze Ding Free-to-Play durchziehen. So, ne? Es ist trotzdem, also für die Leute ist es trotzdem halt eine coole Erfahrung, hier mitzumachen. Ne? Also ich lade euch auf jeden Fall ein, hier auf dem Server auch beizutreten, da es halt eine, wie gesagt, sehr, sehr coole Erfahrung ist. Mal sowas mitzuspielen. So, ne? Ich hatte mich auch, ja, als ich von dem Server 2017 erfahren hatte, dass es so einen Speed-Server mal gab, habe ich mich sehr geärgert, dass ich da noch nicht am Start war, weil ich sowas Ganze mal einfach mitmachen wollte, wenn alles so unglaublich geboostet ist. So, ne? Und ja, spielt das Free-to-Play hier oder so, ne? Macht das ganz chillig, kauft euch vielleicht die Pakete, aber gebt nicht zu viele Pilze aus, wenn ihr nicht oben mitspielen wollt, dann ja, lohnt es sich ja nicht, hier noch irgendwie großartig sehr viel Geld hier rein zu buttern. So, ne? Ja, was haben wir noch? Wir haben 4-mal mehr Erfahrung, 6-mal mehr Gold, 2-mal mehr Holz, Stein und Seelen, 2-mal mehr Aura aus der Toilette, 2-mal mehr Zaster beim Arena Manager, 3-mal mehr Früchte und die Pets können pro Tag mit 9 Früchten gefüttert werden. Diese ganzen Sachen sind jetzt den ganzen Monat über aktiv, ne? Und das kann man hier dann halt ja, erwarten auf dem Server. Das wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Wir schauen ansonsten mal, ob wir noch andere Gimmicks sehen vielleicht hier, wo man ja noch gucken könnte, dass hier vielleicht was animiert ist oder so oder irgendwas anders gemacht irgendwie. Nee, aber es sieht so aus, als ob hier noch nichts weiter am Start ist, aber vielleicht ist das auch gerade noch alles in der Entwicklung so ein bisschen. Ja, hier hat man jetzt auch nochmal die Ehrenhalle, also wundert euch nicht, das ist halt wie gesagt der Server von 2017, ne? Also das sind halt eben diese ganzen, ja, Gilden und Mitspieler, die halt damals hier mitgespielt haben, so, ne? Das waren damals natürlich noch andere Voraussetzungen als heutzutage, ne? Das wurde hier in einem Monat erreicht, was heutzutage in einem Monat drin ist, ne? Mit dem Berserker und alles anderem, so, ne? Das ist halt nochmal was ganz, 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 ganz anderes, so, ne? Das ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Ich bin sehr gespannt, was da für Rekorde aufgestellt werden, ja. Wir gucken mal, ob wir hier schon irgendwie, ja, irgendwie was, Speed-Server beendet. Okay, der Speed-Server ist beendet. Hier findest du die ruhmreichen Topspieler der Ehrenhalle. Prozent 1. Ja, perfekt, okay. Also weiter spielen können wir hier nicht, aber so sieht auf jeden Fall der Speed-Server schon mal aus. Darauf könnt ihr euch einstellen, ja, mit den Events, die hier halt zur Verfügung sind, so, ne? Und ich denke mal, das wird einfach schon, ja, das wird einfach schon optisch hier alles getestet auf dem alten Speed-Server, damit das auf den neuen Speed-Server dann übertragen werden kann, ne? Und ja, wenn ihr euch selbst mal ein Bild davon machen wollt, dann könnt ihr hier auf diesen alten Speed-Server gehen und euch das Ganze mal anschauen, um mal zu, ja, gucken, ja, um selbst mal einfach zu schauen, ob ihr euch, ja, keine Ahnung, was ihr hier wollt. Ihr habt es ja jetzt bei mir gesehen, eigentlich ist es Schwachsinn, ja. Ne? Aber das sind auf jeden Fall alle kommenden Events zum Speed-Server. Darauf kann man sich jetzt einstellen und wie gesagt,
dadurch, dass das Ganze ja schon öffentlich ist, ne, also das ist jetzt natürlich nicht der offizielle Speed-Server, der folgt ja erst am 29. war das, ne? Da kommt ja erst dann der offizielle und da geht es dann halt eben erst ab. Der ist ja hier gesperrt, aber trotzdem kann man schon mal sehen, auf was man sich eventuell einstellen kann. Ne? Gut, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Kommentar oder eine Bewertung dazu da. Ansonsten sehen wir uns dann auch auf dem Speed-Server wieder. Ne? Wie gesagt, ich werde da auch dran teilnehmen, aber halt, ja, ganz, ganz lazy so, ne? Aber ich lasse mir das Event natürlich nicht entgehen. Ansonsten war es das soweit. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.